Hallo, mein Name ist Klaas. Ich bin 24 Jahre alt und lebe in Münster in Deutschland. Wie viele in meinem Alter befinde ich mich in einer Phase, in der man viele Dinge hinterfragt. Ist das, was ich gerade mache, das Richtige für mich? Möchte ich mich mit dem, was ich tagtäglich tue, wirklich die kommenden Jahre beschäftigen? Im vergangenen Jahr bin ich immer öfter an diesen Punkt gestoßen, an dem ich mich gefragt habe, welche Entscheidungen haben Einfluss auf meine Zukunft? Wie möchte ich mich entwickeln und wofür möchte ich Verantwortung übernehmen? Ich gehöre zu einer Generation, in der es schon normal geworden ist, sich erst einmal auf nichts festzulegen, sich alle Möglichkeiten offen zu lassen, sich meist später zu entscheiden. Für mich ist dies in den letzten 2-3 Jahren schon zu einer Art Lebenseinstellung geworden. Ich drücke nicht nur die Snooze-Taste, wenn ich morgens eigentlich aufstehen sollte. Ich drücke die imaginäre Snooze-Taste auch, wenn es zum Beispiel um Entscheidungen über Bequemlichkeiten geht. Und leider drücke ich diese Snooze-Taste auch bei jeglicher Kauf- oder Konsumentscheidung. Im letzten Jahr ist mir immer mehr aufgefallen, dass ich eine ziemlich gleichgültige Einstellung habe, wo mein Essen oder meine Kleidung herkommt, wo all mein Müll hingeht, wie viel Energie ich verbrauche, wie viel Wasser ich benutze. Dieser Lebensstil ist angenehm, ist warm, behütet und einfach nur bequem. Aber es ist leider auch ein Lebensstil, der momentan auf Kosten anderer geht. Einflüsse wie Filme, Bücher, Videos im Internet oder Zeitungsartikel ließen mir in letzter Zeit immer weniger Spielraum, um bei diesen unangenehmen Themen wegzuschauen. Daher habe ich beschlossen, aus diesem Muster auszusteigen und anzufangen, Verantwortung für mein Handeln zu tragen. Ich möchte mich unter anderem an Themen wie Ernährung, Kleidung, Hygienealternativen, Energiealternativen oder Recycling ausprobieren. Aber auch zum Beispiel mit Begriffen wie Zero Waste oder Clean Eating beschäftigen. Begriffe und Themen, die mir früher alle viel zu öko waren, um auch nur einen Funken von Interesse dafür zu zeigen. Ich bin kein Fachmann in diesen Gebieten, kein Spezialist, kein Ökologiestudent oder habe sonst auch keinerlei Ausbildung in diesem Gebiet. Ich möchte aber versuchen, was man als Laie in diesen Bereichen so alles bewirken kann. Ich möchte ausprobieren, wie es ist, als Normalo auf Dinge zu achten, die ich sonst zum Beispiel aus Bequemlichkeit oder Gewohnheit zur Seite schieben würde. Eben nach dem Motto, das berücksichtige ich das nächste Mal, das mache ich später. Ich möchte im Jetzt Verantwortung übernehmen und dies hier auf YouTube dokumentieren. Natürlich wird es in dieser Zeit auch Situationen geben, in denen es vielleicht nicht möglich ist, zu 100% ökologisch zu handeln. Aber ich sehe dieses Projekt als einen Selbstversuch an. Ein Selbstversuch, der vielleicht dem einen oder anderen Lust zum Teilnehmen macht. Ich selber habe noch viel dazu zu lernen, aber die kommende Zeit soll helfen, diese Dinge zu verstehen und vielleicht mit erfahreneren Leuten in Austausch zu kommen und voneinander zu lernen. Auch falls jemand grobe Fehler, Fehleinschätzung oder Fehlinformationen meinerseits erkennt, wäre ich dankbar, von ihr oder ihm neue Dinge zu lernen. Mit meiner Snooze-Taste war es immer das Gleiche. Ich habe sie gedrückt und mich gefreut, dass für die nächste Zeit alles ganz bequem und entspannt beim Alten bleibt. Wenn man dann aber irgendwann die Augen aufreißt und realisiert, dass es schon viel später ist, als man geglaubt hat, ist dieser Zeitverlust oft kaum aufzuholen. Ich möchte nicht erst in 50 Jahren aufwachen, wenn es für unsere Umwelt zu spät geworden ist. Wenn ich die Erde verlassen muss und all die jüngeren Generationen auf einer zerstörten, dreckigen Welt zurückbleiben. Ich will es nicht bereuen müssen, dass ich in jungen Jahren nicht versucht habe, meinen Lebensstil zu ändern. Aus der Masse herauszustechen und neue, vielleicht belächelte oder ungewöhnliche Alternativen zu nutzen, mag anfangs schwer sein. Auch für mich ist dieses Projekt eine große Herausforderung. Ohne meine so gewohnte Snooze-Taste wird anfangs einiges befremdlich sein. Aber ich bin mir sicher, es wird sich lohnen. Mein Motto für die kommende Zeit soll lauten: